Ein oder mehrere Drive-Controller eines Komponentenherstellers sind Teil einer Anlage und werden bei einem Anlagenbetreiber eingesetzt. Der Drive-Controller kann in vielen beliebigen Applikationen eingesetzt werden, die verschiedene Anforderungen an den Antriebsstrang stellen. Typischerweise befindet sich in der Anlage eine PLC, welche die Antriebe über ein Real-Time Ethernet ansteuert. Je nach Applikation und Lastprofil stellen sich ein entsprechendes Drehmoment und eine Drehzahl an der Motorwelle ein, die den Betriebspunkt des Motors definieren. Um diese mechanischen Größen präzise zu regeln, gibt der Frequenzumrichter eine definierte Spannung auf der Motorleitung aus, die einen Stromfluss im Motor zur Folge hat. Diese physikalischen Größen und weitere Randbedingungen, wie zum Beispiel die Umgebungstemperatur, bestimmen den Betriebspunkt des Frequenzumrichters. Die Lebensdauer des Frequenzumrichters und besonders dessen kritischen Teilkomponenten, zum Beispiel Lüfter, werden stark vom Betriebspunkt beeinflusst. Um die Lebensdauer abzuschätzen, müssen die relevanten Zustandsdaten also durchgehend überwacht werden. Für die Zustandsüberwachung schickt der Frequenzumrichter kontinuierlich ausgewählte Prozessdaten über das Realtime Ethernet an die PLC. Diese Prozessdaten beinhalten sowohl Sensorgrößen, wie zum Beispiel Temperaturen, Spannungen und Ströme, als auch Zustandsgrößen, zum Beispiel Aussteuergrade von Lüftern. Diese Werte werden je nach erwarteter Dynamik periodisch schneller oder langsamer übertragen. Die Daten werden parallel zu den regulären Prozessdaten für die Bewegungssteuerung übermittelt. Auf der PLC können einige Daten bereits mit einfachen Algorithmen vorverarbeitet werden, sodass dadurch die zu übertragene Datenmenge reduziert wird. So werden hier zum Beispiel einfache Mittel- oder Effektivwertberechnungen durchgeführt. Diese Daten werden anschließend über Standard Ethernet an einen Konnektor gesendet, der das Gateway zur Außenwelt darstellt. Von hier aus werden die Daten über eine sichere Verbindung in die Cloud geschickt. In der Cloud werden die Daten zum einen direkt in Datenbanken abgelegt, zum anderen aber auch als Eingangsgrößen für Lebensdauermodelle verwendet. Diese Modelle schätzen die übrige Lebensdauer anhand der durchgehend aufgezeichneten Belastung der Komponente. Die Lebensdauerinformationen können vielfältig verwendet werden. Zum einen kann die Zustandsüberwachung dazu genutzt werden, Predictive Maintenance als Dienstleistung anzubieten. Bei Überschreitung von bestimmten Schwellenwerten wird die Serviceabteilung des Komponentenherstellers automatisch benachrichtigt und kann anschließend einen Wartungstermin mit dem Anlagenbetreiber vereinbaren. Des Weiteren können die Lebensdauerinformationen aber auch dazu verwendet werden, spezifische Softwareparameter in der Komponente anzupassen, um die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern, sofern es der Applikationsprozess zulässt. Hierfür muss auch der Datenfluss in die andere Richtung ermöglicht sein. Außerdem kann der Betreiber alle anlagenbezogenen Daten jederzeit über eine webbasierte Visualisierung einsehen und sich dadurch selbst über den Zustand seiner Anlage informieren. Im Kontext des digitalen Zwillings ist Predictive Maintenance bzw. Condition Monitoring ein wichtiger Use Case, um die Verfügbarkeit von Anlagen zu erhöhen. Das digitale Abbild der Anlage mitsamt dem Belastungsprofil der Komponenten ermöglicht es, den Zustand der Komponenten zu überwachen und im Falle eines vorauszusehenden Ausfalls vorzeitig zu reagieren.